da sind wir wieder. Hip-Hop-Digger, nächste Folge. Ja, heute habe ich euch mal was Neueres aus den Kisten mitgebracht, was eigentlich ziemlich frisch erschienen ist. Und zwar, ich nehme es wieder aus der Hülle raus. Stu Bangers und Horror City mit Phantom of the Opera. Wie gesagt, relativ frisch erschienen. Also Andrew Lloyd Webber hätte das nicht so inszeniert. Gut, warum habe ich das Ding gekauft? Ja, dafür gibt es mehrere Gründe. Hauptgrund ist Stu Bangers, der Bostoner Produzent, ist seit einigen Jahren absolut angesagt im Underground Hip-Hop. Hat schon einige interessante Kollaborationen absolviert mit Künstlern wie Chino XL oder Ill Bill, Dress, übrigens einer meiner Lieblings-MCs, Lord Goat, der auch mal bekannt war als Gore-Tex von Non-Fiction. Ja, einiges. Außerdem dabei AFRO, Afro, ein Zögling von R.A. The Rugged Man, selber ein sehr geschätzter MC von mir. Afro hat auch schon mit Marco Polo zusammengearbeitet und vorher auch schon mit Stu Bangers, auch hörenswert. Horror City selber ist eine lose Crew, könnte man sagen, aus Underground MCs. Am bekanntesten noch Rhyme Valor von diversen Mixtapes und als Gast auf verschiedensten Veröffentlichungen seit mindestens 20, 25 Jahren vertreten. Superstar, ebenfalls von Mixtapes bekannt, ist hier auch mit dabei auf jedem der Stücke. Das waren die Gründe. Ja, nebenbei noch zu erwähnen, es ist ein nettes Coverdesign, was jetzt kein echter Grund ist, eine Platte zu kaufen. Das Ganze spielt natürlich an auf das bekannte Buch und das Musical natürlich Phantom of the Opera. Die Idee ist auch nicht ganz neu. Straßenpoesie und dieses Musical miteinander oder Horror allgemein miteinander zu verbinden. Das kennt man zum Beispiel von Bushwick Bill, Phantom of the Opera als dieses Album. Auch empfehlenswert. Ja, also von daher ganz neu ist die Idee natürlich nicht. Das Subgenre, möchte ich es mal nennen, Horrorcore, ist eben auch nicht ganz neu. Aber gut, es muss halt auch nicht alles neu sein. Das Rad kann man nicht immer neu erfinden. Für mich ist es auch das erste Mal, das Album komplett zu hören. Von daher, ich bin auch schon ziemlich gespannt drauf. Ja, dann würde ich sagen, das tun wir jetzt einfach mal und bis gleich. Ach so, genau, diesmal wird es nämlich keine Soundfiles geben. Ja, ist so. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Teil 2. Nach dem Hören. Und mein erster Eindruck. Ganz frisch. Ja, cooles Ding. Sag ich mal. Cooles Ding. Ja, werden wir ein bisschen konkreter. Das ist düsterer, kompromissloser Underground-Hip-Hop. Ein Soundtrack der Straße. Stu Bangers liefert, wie zu erwarten, schwere, düstere, harte und bedrohliche Beats. Minimalistisch. Das Spiel mit dramatischen, opernhaften, sich staubig anfühlenden Samples und Klängen. Alles sehr mystisch gehalten. Was für ein Konzept. Ja, die Wirkung ist dann auch entsprechend roh, dreckig, episch, ja, und wie gesagt, fast schon filmisch, was natürlich auch an den MCs liegt. Die bringen dazu aggressive, ungeschönte Lyrics um Gewalt und andere Straßenrealitäten. Eben die Schattenseite des Ghetto-Lebens. Wobei ich mich frage, gibt es im Ghetto eigentlich auch Sonnenseiten? Ja. Okay, so hat das Ganze dann auch ziemlichen Battle-Charakter, wobei lyrische, tiefere Passagen nicht fehlen. Insgesamt sehr interessante Mischung.
Die MCs, muss man sagen, klingen alle relativ ähnlich, sind alle relativ auf einer ähnlichen Spur unterwegs. Mit einer ähnlichen Stimmung kommen sie daher. Aber das ist eben auch das Konzept des Albums. So wirkt das Ganze eben intensiv, wie eine, ja, ich kann es nur nochmal betonen, Horrorvision, klassischer Boom-Bap-Ästhetik, kalt, ohne Schnickschnack. Ja, angefangen hat das Ganze bei den Gravediggers, so einen gewissen Vibe hat das Ganze dann auch. Jedi Mind Tricks, ach, das, wie gesagt, Mitte der 90er, das war mal ziemlich angesagt, taucht immer wieder mal auf. Aber von der Kopie würde ich hier trotzdem nicht sprechen. Das Ganze hat schon eigenen Charakter. Okay, die Beispiele waren jetzt ein bisschen hochgegriffen. Insgesamt ist es dann eine Platte für Leute, die ihren Hip-Hop gerne rau mögen und weniger geschniegelt. Weniger auf Singles zugeschnitten, sondern man merkt teilweise überhaupt nicht, wenn man sich reinziehen lässt, wie die Songs wechseln, nur knapp über eine halbe Stunde lang. Aufgeteilt auf 10 Stücke, kein Intro, kein Outro, keine Skits. Das heißt, die Tracks sind auch relativ kurz, immer so zwischen 2,45 und was über 3 Minuten. Bei aller Coolness ist aber nicht zu vergessen, ist das neu? Ist das innovativ? Nein, wahrscheinlich muss man beides eher mit Nein beantworten. Trotzdem ist es halt ein intensiver Sound. Und ja, ich habe es am Anfang schon gesagt, das Rad muss man nicht immer neu erfinden. Manchmal reicht es einfach auch klassisch zu sein und ja, eine gewisse Stimmung zu verbreiten und einfach auf einer Welle zu schwimmen. Und das macht das Album ziemlich gut. Ja, wie gesagt, mit 30 Minuten ist es relativ kurz, weil ich finde, das reicht dann irgendwann auch. Also die halbe Stunde ist gut gefüllt, fühlt sich knackig an. Es ist schön, wieder mal eine Single-LP zu haben. Dank der 30 Minuten, die eben nur drauf sind, ist der Sound auch ziemlich dick. Die Pressung ist wirklich gut. Es gibt 3 Farbvarianten übrigens davon. Klassisch schwarz, orange und eine Splatter-Version. Ja, wer sowas mag, okay. Dann schauen wir uns noch die einzelnen Titel ein bisschen an. Geht gleich ordentlich rein mit dem Opener. Der nennt sich Champion. Ist nahezu oder komplett, wie gesagt, die MCs klingen ziemlich ähnlich. Einzeln gerappt von Superstar. Das Stück heißt Champion. Flüssiger Hip-Hop. Gutes Ding, guter Opener. Danach wird es dann gleich ausgesucht düster. Mit einer düsteren Synthesizer-Melodie. Diddy Bob heißt das Ding, wie aus einem Horrorfilm geklaut. Konnte es nicht wirklich zuordnen, wahrscheinlich wird sich Stu Bangers auch gar nicht die Mühe machen, irgendwelche Samples zu clearen, sondern konstruiert einfach einen eigenen Sound. Dazu gibt es einen überaus trockenen, geradezu schlurfenden Beat. Alles so in diesem Sweet Spot der 85 bis 90 BPM. Also ordentlich was zum Kopfnicken. Wie gesagt, Bäume werden hier nicht ausgerissen. Trotzdem, ich muss sagen, die Boxen sind ziemlich beansprucht und vor allem natürlich der Subwoofer. Dann folgt Fake It. Und hier ist es dann der angesprochene Afro am Mikrofon. Ein jede Beat geht es dann weiter. Tolles, verhalltes, ja, Flötensample. Oder es ist eben auch kein Sample, aber es wird immer wieder geloopt. Dazu ein überaus spartanischer Bass. Und hier ist vor allen Dingen Reduktion das angesagte Mittel, um Atmosphäre zu kreieren. So muss es sein. Super transparenter Sound. Das folgende Keep Making It bricht dann erstmals ein bisschen mit dem Muster, ist ein bisschen höher im Tempo, hat auch sowas wie eine echte Bassline zu bieten, ist etwas flüssiger, hat fast etwas positivere Ausstrahlung, wobei positive Ausstrahlung ist bei diesem Album vielleicht nicht der richtige Begriff, aber trotzdem, sei es erwähnt, ja, auch ein cooles Ding. Die Zeit vergeht wie im Flug. Dann kommt schon der nächste Track. Legacy hat dann sofort wieder die alten Muster parat.
Life in Times kommt dann noch mit einem wunderbar gescratchten Big L-Sample und einem kurz vor der Nervigkeit, würde ich sagen, geloopten, was ist es, Klavier, E-Piano. Das ist alles so verändert im Sound, so gefiltert, so durch die Maschinerie gejagt. Man kann es wirklich kaum mehr sagen, was das alles ist. Aber wie gesagt, es wirkt nicht überladen, es wirkt trotzdem noch transparent. Ja, gefällt mir auch sehr gut. Der Gesang in Rock the Stage, dem vorletzten Track des Albums, ist dann vielleicht eine Spur zu präsent, zu dominant, aber trotzdem hat das Ganze schöne Atmosphäre. Und zum Abschluss dann mein persönlicher Favorit, Too Bold. Und dann, wie gesagt, ist die halbe Stunde auch schon rum. Es vergeht wie im Flug, wenn man sich da reinziehen lässt in das Album. Oder es lässt dich kalt. Das kann auch sein. Auf jeden Fall funktioniert es weniger durch einzelne Singles oder durch irgendwelche Highlights. Deswegen kann man sich auch die Soundfiles mehr oder weniger sparen, sondern wirklich durch seine geschlossene und düstere Gesamtwirkung. Also, wer Easy Listening sucht, wer Singles sucht, wer wirkliche Eingängigkeit sucht, der ist wahrscheinlich mit dem Album nicht so gut beraten. Aber wenn du konsequenten, atmosphärischen Underground-Rap mit Konzept magst, würde ich sagen, hör hier wirklich mal rein. Es lohnt sich. Als Bewertung gebe ich dem Ganzen eine glatte 7. Als kurzweiliges Boom-Bap-Ding zum Kopfnicken absolut zu empfehlen. Ja, schreibt mir auf jeden Fall eure Meinung super gerne in die Kommentare. Liked das Video, wenn es euch gefallen hat, und natürlich lasst ein Abo da, es sei denn, ihr habt es schon. Und in Zukunft wird es dann wieder ein bisschen ausführlicher, kommen dann wieder auch klassischere Alben. Das war's für heute, würde ich sagen. Wie immer, Liebe geht raus und bis bald.